Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wenn ihr euer Deutsch verbessern wollt, abonniert unseren Kanal und drückt auf die Glocke, damit ihr keine neuen Folgen verpasst. Heute sprechen wir über ein sehr wichtiges Thema: Gesundheit, gutes Essen und Bewegung. Wir lernen zusammen viele nützliche Wörter, die ihr jeden Tag benutzen könnt. Genau. Ich finde, Gesundheit ist das Wichtigste im Leben. Wenn man gesund ist, hat man Energie, gute Laune und Lust, etwas zu machen. Wenn man krank ist oder sich schlecht fühlt, dann macht einfach nichts Spaß. Ich denke, viele Menschen merken erst, wie wichtig Gesundheit ist, wenn sie Probleme haben, zum Beispiel Rückenschmerzen oder Stress. Ja, das stimmt total. Ich habe früher oft Fastfood gegessen. Immer schnell, immer etwas Süßes danach. Ich hatte keine Energie und war ständig müde. Jetzt versuche ich gesünder zu essen und mich mehr zu bewegen. Und ehrlich, ich fühle mich viel besser. Ich schlafe besser, bin ruhiger und habe mehr Motivation. Das klingt gut. Ich glaube, viele Leute denken, gesund leben ist schwierig oder langweilig. Aber es geht eigentlich um kleine Dinge. Oder zum Beispiel ein Spaziergang jeden Tag, genug Wasser trinken, etwas Gemüse essen, nicht zu viel Zucker. Man muss ja nicht perfekt sein. Genau, kleine Schritte. Ich finde, man sollte einfach anfangen, besser auf sich selbst zu achten. Viele Leute haben Stress bei der Arbeit oder keine Zeit und dann vergessen sie, etwas Gutes für sich zu tun. Aber Gesundheit beginnt mit kleinen Entscheidungen. Was man isst, wie man schläft, ob man sich bewegt oder nicht. Ja, und es geht nicht nur um den Körper, auch um den Kopf. Wenn man gesund lebt, fühlt man sich auch mental besser. Man ist positiver, entspannter, hat mehr Selbstvertrauen. Ich finde, das ist ein schönes Gefühl, wenn man merkt, ich tue meinem Körper etwas Gutes. Absolut. Und das Schöne ist, jeder kann anfangen. Man braucht kein teures Fitnessstudio oder strenge Diäten. Man kann einfach mit bewusster Ernährung beginnen, mit einem guten Frühstück, einem kleinen Spaziergang, etwas frischem Obst. Das ist der erste Schritt zu einem gesunden Leben. Richtig. Gesundheit ist kein Ziel, das man einmal erreicht. Es ist ein Weg. Jeden Tag ein bisschen besser. Das ist das Wichtigste. Wir haben ja schon über Gesundheit gesprochen. Für mich beginnt alles mit dem Essen. Wenn ich gut esse, habe ich mehr Energie und fühle mich einfach besser. Wie ist das bei dir? Achtest du auf deine Ernährung? Ja, ein bisschen. Früher gar nicht, aber jetzt schon mehr. Ich frühstücke zum Beispiel jeden Tag. Früher habe ich oft nur Kaffee getrunken und bin dann schnell zur Arbeit gegangen. Jetzt esse ich morgens Joghurt mit Haferflocken und Obst. Das macht satt und gibt Kraft für den Tag. Das klingt gut. Ich liebe Frühstück auch. Ich mag Vollkornbrot mit Avocado oder Tomaten, manchmal auch ein gekochtes Ei. Ich merke sofort, wenn ich etwas Gesundes esse, bin ich konzentrierter und habe bessere Laune. Wenn ich dagegen Croissant oder etwas Süßes esse, bin ich schnell wieder müde. Ja, das kenne ich. Zucker macht kurz glücklich, aber danach ist man total müde. Viele Leute in Deutschland essen morgens Brötchen mit Marmelade oder Wurst. Das ist lecker, aber nicht immer leicht und gesund. Ich finde, es ist besser, ein bisschen weniger, aber dafür gute Produkte zu essen. Stimmt, ich versuche so viel wie möglich frisch zu kochen. Gemüse, Nudeln, Reis, manchmal Fisch oder Hähnchen. Ich vermeide Fertiggerichte, weil da so viel Salz und Fett drin ist. Aber natürlich esse ich auch mal Pizza oder Schokolade. Ich glaube, man sollte nicht zu streng mit sich sein. Ganz genau. Ich sage immer, alles mit Maß. Wenn man jeden Tag gesund isst, darf man auch mal etwas Süßes oder Fast Food essen.
Das Leben soll ja auch Spaß machen. Was ich wichtig finde, ist regelmäßig zu essen. Viele Menschen essen mittags gar nichts oder nur schnell etwas im Büro. Dann bekommen sie abends großen Hunger und essen zu viel. Ja, das ist ein großes Problem. Ich nehme mir meistens etwas mit zur Arbeit, zum Beispiel einen Salat, ein Brot mit Käse oder einfach Obst. Dann habe ich immer etwas Gesundes dabei und muss nichts kaufen. Ich finde, Planung hilft total. Wenn man weiß, was man essen will, ist man automatisch besser. Das stimmt. Und ich habe gemerkt, dass Trinken auch sehr wichtig ist. Viele trinken zu wenig Wasser. Ich versuche jeden Tag mindestens 2 Liter zu trinken. Ohne Wasser bekomme ich Kopfschmerzen und bin müde. Manchmal vergesse ich es trotzdem. Deshalb habe ich immer eine Flasche bei mir. Ja, ich auch. Ich trinke meistens Wasser oder Tee. Softdrinks trinke ich fast nie mehr. Sie haben so viel Zucker und danach hat man noch mehr Durst. Ich denke, kleine Änderungen machen schon einen großen Unterschied. Wenn man bewusst isst und trinkt, fühlt man sich wirklich besser. Richtig. Und das Beste ist, man merkt die Veränderung schnell. Schon nach ein paar Tagen gesünderem Essen hat man mehr Energie, bessere Haut und ist einfach fitter. Es ist schön, wenn man sieht, dass der Körper dankbar reagiert, wenn man ihm gute Sachen gibt. Ja, und dann bekommt man auch mehr Lust, sich zu bewegen oder Sport zu machen. Wenn man sich gesund ernährt, will man automatisch aktiver sein. Das gehört alles zusammen. Essen, Bewegung, gute Laune. Ganz genau. Gesundheit beginnt auf dem Teller, aber sie hört da nicht auf. Max, wir haben schon über gesundes Essen gesprochen, aber zur Gesundheit gehört ja auch Bewegung. Machst du eigentlich regelmäßig Sport? Ja, meistens schon. Ich gehe 2-mal bis 3-mal pro Woche joggen. Ich wohne in der Nähe von einem Park und dort laufe ich abends eine halbe Stunde. Das tut mir richtig gut, vor allem nach einem langen Arbeitstag. Danach bin ich zwar müde, aber auf eine gute Art. Oh ja, das kenne ich. Ich mache auch gerne Sport, aber nicht jeden Tag. Ich mag eher Pilates oder Yoga. Das ist ruhig, aber trotzdem anstrengend. Ich mache das oft zu Hause mit einem YouTube-Video. So spare ich Zeit und muss nicht ins Fitnessstudio gehen. Das ist praktisch. Viele Leute denken, man braucht ein teures Fitnessstudio oder viel Zeit. Aber eigentlich reicht schon Bewegung im Alltag. Wenn man jeden Tag ein bisschen geht, Treppen steigt oder mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt, ist das auch schon Sport. Ganz genau. Ich versuche jeden Tag wenigstens eine halbe Stunde spazieren zu gehen. Manchmal höre ich dabei Musik oder Podcasts. Das entspannt mich und ich bekomme frische Luft. Und ehrlich, nach dem Spaziergang fühle ich mich immer besser, klarer im Kopf und ruhiger. Ich finde auch, Bewegung hilft gegen Stress. Wenn ich Sport mache, denke ich nicht so viel nach. Ich konzentriere mich einfach auf meinen Körper, auf die Atmung. Danach fühle ich mich frei und positiv. Es ist fast wie eine kleine Pause für den Kopf. Ja, das stimmt. Viele Leute sagen, sie haben keine Zeit für Sport, aber manchmal braucht man gar nicht viel. Ich mache zum Beispiel morgens 10 Minuten Übungen, nur kurz, aber regelmäßig. Danach habe ich sofort bessere Laune. Das ist ein guter Start in den Tag. Das ist eine super Idee. Ich glaube, das Wichtigste ist, etwas zu finden, was einem Spaß macht. Wenn man sich nur quält, hört man schnell auf. Ich habe früher versucht, ins Fitnessstudio zu gehen, aber das war nichts für mich. Jetzt mache ich lieber draußen Sport, das passt besser zu mir. Ja, das kenne ich. Ich brauche auch Abwechslung. Manchmal tanze ich einfach zu Hause nur Musik an und los. Das ist Bewegung und macht Spaß. Und ich finde, man sollte nicht immer denken, ich muss Sport machen, sondern eher, ich bewege mich, weil es mir gut tut. Das ist der richtige Gedanke.
Es geht nicht um Leistung oder darum, perfekt zu sein. Man soll sich einfach besser fühlen. Und wenn man regelmäßig Sport macht, merkt man schnell, dass man mehr Energie hat und besser schläft. Genau. Und auch kleine Dinge zählen. Wenn man zum Beispiel den Bus verpasst und zu Fuß geht, ist das schon Bewegung. Oder wenn man im Haushalt aktiv ist, putzt, aufräumt, das ist auch gut für den Körper. Ja, Hauptsache, man bleibt aktiv. Ich denke, viele Leute merken erst, wie wichtig Bewegung ist, wenn sie sich länger nicht bewegt haben. Dann tun auf einmal Rücken oder Knie weh. Wenn man aber regelmäßig aktiv ist, fühlt man sich jünger, stärker und gesünder. Ganz genau. Und das Schöne ist, dass Bewegung und gesunde Ernährung zusammenpassen. Wenn man sich gut bewegt, will man auch besser essen. Und umgekehrt. Das ist wie ein Kreis, der sich ergänzt. Stimmt, alles hängt miteinander zusammen. Wenn Körper und Kopf in Balance sind, dann fühlt man sich wirklich wohl. Max, wir haben jetzt viel über gesunde Ernährung und Bewegung gesprochen, aber ich finde, das Wichtigste ist, alles in Balance zu halten. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Einfach ein gutes Gleichgewicht im Alltag. Wie schaffst du das? Hast du manchmal Tage, an denen du keine Motivation hast? Oh ja, sehr oft. Ich glaube, das kennt jeder. Es gibt Tage, da will man einfach nichts machen. Man ist müde, gestresst oder hat einfach keine Lust. Aber ich habe gelernt, dass man nicht perfekt sein muss. Wenn ich mal keinen Sport mache oder etwas Ungesundes esse, ist das auch okay. Wichtig ist, dass man am nächsten Tag wieder weitermacht. Das sehe ich genauso. Ich hatte früher immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich mal Schokolade gegessen habe oder keine Zeit für Sport hatte. Jetzt bin ich entspannter. Ich sage mir einfach, heute war nicht perfekt, aber morgen ist ein neuer Tag. Ich finde, das nimmt viel Druck weg. Ja, das ist ein guter Gedanke. Viele Menschen machen sich zu viel Stress. Sie wollen alles richtig machen und verlieren dann die Freude. Aber Gesundheit soll Spaß machen, kein Zwang sein. Ich versuche, kleine Ziele zu haben. Zum Beispiel heute 20 Minuten spazieren, morgen gesund kochen. Kleine Schritte funktionieren besser als große Pläne. Richtig. Und man sollte sich auch mal belohnen. Wenn ich eine Woche gut gegessen und mich bewegt habe, gönne ich mir am Wochenende ein Stück Kuchen oder einen entspannten Abend auf dem Sofa. Das gehört auch zur Balance. Der Körper braucht Pausen, aber auch der Kopf. Ja, Pausen sind so wichtig. Viele vergessen das. Wenn man immer arbeitet, immer etwas macht, dann hat man irgendwann keine Energie mehr. Ich versuche mir jeden Tag ein paar Minuten nur für mich zu nehmen. Ohne Handy, ohne Stress, einfach durchatmen. Das hilft total. Ich mache das ähnlich. Manchmal setze ich mich mit einer Tasse Tee ans Fenster, höre Musik oder schreibe meine Gedanken auf. Danach fühle ich mich ruhiger. Man muss lernen, sich selbst zuzuhören. Wenn der Körper müde ist, braucht er Ruhe. Wenn er Energie hat, will er sich bewegen. Ganz genau. Ich finde auch, Motivation kommt nicht einfach von selbst. Man muss sie ein bisschen trainieren. Wenn man anfängt, kleine Dinge regelmäßig zu machen, dann wird es zur Gewohnheit. Und wenn man einmal merkt, wie gut man sich fühlt, will man automatisch weitermachen. Ja, das stimmt. Am Anfang ist es oft schwer, aber später wird es normal. Ich erinnere mich, als ich mit Yoga angefangen habe. Die ersten Tage waren anstrengend, aber nach einer Woche wollte ich gar nicht mehr aufhören. Ich glaube, der Trick ist, einfach anzufangen, ohne zu viel nachzudenken. Das hast du schön gesagt. Einfach anfangen, das ist der Schlüssel. Viele warten auf den perfekten Moment, aber den gibt es nicht. Wenn man heute etwas Kleines macht, hat man morgen schon ein besseres Gefühl. Und das motiviert.
Und das Wichtigste ist, man soll auf seinen Körper hören. Jeder Mensch ist anders. Was für mich gut ist, muss nicht für dich gut sein. Ich finde, man sollte ehrlich zu sich selbst sein und den eigenen Weg finden. Das ist echte Balance. Ja, genau. Gesundheit bedeutet nicht nur fit zu sein, sondern auch zufrieden. Wenn man sich selbst akzeptiert und gleichzeitig auf sich achtet, dann lebt man wirklich gesund. Ich glaube, das ist das schönste Gefühl, wenn man merkt, dass man im Gleichgewicht ist, innerlich und äußerlich. Ja, und das ist ein Weg, kein Ziel. Man lernt jeden Tag ein bisschen mehr über sich selbst und darüber, was einem gut tut. Ich finde, das ist das Beste am Leben, dass man sich immer weiterentwickeln kann. Ganz genau. Und wenn man sich gut fühlt, hat man auch mehr Kraft, anderen zu helfen und positiv durchs Leben zu gehen. Das ist wahre Gesundheit. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart. Bleibt gesund, bewegt euch, esst gut und achtet auf euch. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, abonniert unseren Kanal, gebt einen Like und drückt auf die Glocke, damit ihr keine neuen Folgen verpasst. Die Gewohnheit. Es ist meine Gewohnheit, morgens Kaffee zu trinken. Neue Gewohnheiten zu lernen, ist am Anfang schwer. Sich belohnen. Nach einer Woche Sport belohne ich mich mit einem Stück Kuchen. Man sollte sich manchmal für kleine Erfolge belohnen. Das Gleichgewicht. Yoga hilft mir, mein inneres Gleichgewicht zu finden. Wenn man zu schnell aufsteht, verliert man das Gleichgewicht. Sich entspannen. Am Wochenende möchte ich mich einfach entspannen und nichts tun. Ein heißes Bad hilft mir, mich nach der Arbeit zu entspannen. Zufrieden. Ich bin zufrieden, wenn ich gesund bin und genug Zeit habe. Nach dem Training fühle ich mich immer müde, aber zufrieden.